Guten Tag, ich bin Ansgar Licher. Ja, Sie kennen uns als Elbit Systems als IT-Dienstleister im Umfeld von Linux und Open-Source-Lösungen. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, macht Linux auf dem PC, Desktop Sinn? Sie alle nutzen sehr wahrscheinlich im Büro, im Alltag, zu Hause PCs zum Arbeiten mit Office-Programmen und was man so hat. Und Sie werden sehr wahrscheinlich heutzutage zweifellos mit Windows 10 arbeiten. Kann da Linux eine Alternative sein? Ist es möglich, ohne Windows im Alltag klarzukommen? Jetzt werden Sie sicherlich nicht erwarten, dass ich Ihnen antworten würde, vielleicht oder wahrscheinlich. Nein, im Gegenteil. Sie erwarten sicherlich, dass ich davon überzeugt bin. Ja, das bin ich in der Tat. Ich selber nutze Linux seit, ich muss mal rechnen, 20, 25 Jahren. Ich bin sehr, sehr früh eingestiegen in diese Thematik und ich habe vor circa 20 Jahren, nicht ganz so weit vielleicht, tatsächlich meinen Arbeitsalltag auf Linux umgestellt, von Windows weg zu Linux. Da, wo ich dann am Anfang noch nicht konnte, habe ich immer noch mal das eine oder andere mit Windows gemacht oder machen müssen. Und das Letzte, was mich dann aufgehalten hatte, bis vor weit über einem Jahrzehnt, das war das Thema Homebanking, weil mir war einfach keine geeignete Lösung in die Hände gefallen, die es natürlich damals schon gab und auch heute noch gibt. Also, seit ich seit mindestens 12 Jahren überhaupt keine Berührungspunkte mehr habe, dass ich irgendwelche Anwendungen nicht unter Linux zur Verfügung habe, muss ganz ehrlich sagen, ja, mit den heutigen Linux-Distributionen, und da nutze ich persönlich Linux Mint, das ist eine wunderschöne Desktop-Version von Linux, die auf Ubuntu basiert, die auch von der Oberfläche her, also von der Benutzeroberfläche, sehr stark an Windows 10 angelehnt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt man super zurecht. Es ist kein, wie soll man sagen, Frickelsystem, wo man dann erstmal wieder einen Experten fragen muss und da einen, oder wo man sagen könnte, ja, der Licher da, der mit seinem Linux, der ist ja sowieso der Fachmann. Nein, im Gegenteil. Heute ist Linux so einfach, wie Windows vor, schon einigen Jahren war. Es gibt keine Probleme mit Linux und man hat auch Drucker, Scanner, alles Mögliche und Gerätschaften vieler Couleur zur Verfügung, die man über USB per Plug-and-Play einsteckt. Drucker werden automatisch erkannt, ob im Netzwerk oder am PC angeschlossen, und dementsprechenderweise hat man eigentlich all den Komfort, den man von Windows aus auch kennt. Wenn Sie mal schnuppern möchten, ob Linux für Sie eine Alternative sein kann, laden Sie sich zum Beispiel Linux Mint herunter. Einfach danach googeln und schon haben Sie Linux Mint als 32-Bit oder sogar auch 64-Bit-Version natürlich zur Verfügung. Damit Sie sicher sein können, ob Ihnen das überhaupt gefällt, ist die Sache im Grunde ganz einfach. Das, was Sie herunterladen, ist ein ISO-Image. Dieses ISO-Image können Sie auf eine CD brennen oder auf einen USB-Stick schreiben mit Hilfe eines Tools, sodass der USB-Stick bootfähig ist. Und wenn Sie Ihren PC das nächste Mal einschalten, stecken Sie einfach den USB-Stick rein. Und wenn der von USB booten kann, was üblicherweise der Fall ist, dann startet zunächst mal Linux Mint. Sie können sich Linux Mint anschauen, Sie können alles ausprobieren, und wenn Ihnen das gefällt, dann können Sie es auch direkt aus so einer Oberfläche heraus auf Ihrem PC installieren. Und wenn Sie feststellen, okay, war nett, ich muss erstmal mit Windows weiterarbeiten, fahren Sie Ihren PC herunter, ziehen den USB-Stick wieder ab, starten Ihren Windows-PC und schon ist Windows wieder da in gewohnter Form und Weise. Und trotzdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Linux zu beschnuppern und bei Bedarf natürlich auch parallel zu Ihrem Windows-System zweigleisig zu installieren, sodass Sie beim Starten entscheiden können, will ich dieses oder jenes, sprich Windows oder Linux booten. Ich bin sicher, dass Sie mit Linux Mint eine wirklich geeignete Umgebung haben, um privat oder auch möglicherweise im Arbeitsumfeld auf Windows zu verzichten. Und eines muss man ganz klar sagen: Selbst alte PCs, die mit Windows 10 überhaupt keinen Sinn mehr machen, weil sie einfach viel zu alt sind, weil Windows 10 viel zu viele Ressourcen verbraucht, sind PCs, mit denen man wunderbar mit Linux arbeiten kann. Zum Beispiel eben auch mit Linux Mint.
Ich privat nutze zum Beispiel ein kleines altes Lenovo Notebook. Das ist so ein kleines DIN A4 großes Gerät. Darauf würde nicht mal mehr ein Windows 7 sinnvoll laufen. Mit Linux Mint habe ich überhaupt keine Probleme. Ich kann ganz normal arbeiten mit meinem LibreOffice, mit Firefox, mit Thunderbird und all den Dingen, die ich so tue. Ich kann sogar Bilder darauf bearbeiten. All das funktioniert hervorragend, weil die Systemanforderungen einfach nicht so hoch sind. Damit kann man auch mit Linux einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit tun, weil nicht für jedes neue Betriebssystem muss ein neuer PC her, sondern alte Geräte, die lange gut gewesen sind, lassen sich mit Linux einfach länger weiter betreiben. Habe ich Sie neugierig gemacht? Ja, dann probieren Sie es einfach aus oder wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns jederzeit gerne an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.